Hallo Leute! Im Moment sind wieder überall Weihnachtsmärkte und auf fast allen Weihnachtsmärkten gibt es Reibekuchen. Und heute möchte ich euch gerne mein Rezept für knusprige Reibekuchen vorstellen. Viel Spaß beim Zuschauen! Für die Reibekuchen verwende ich vorwiegend festkochende Kartoffeln und eine feine Reibe. Das Ganze erledige ich jetzt mit der Küchenmaschine. Man kann es auch von Hand reiben, aber so geht es schneller und einfacher. So. Und eine Zwiebel kommt noch mit dazu. So. Und los geht's. Beim Kartoffelreiben bleiben meist noch Stücke übrig. Die könnt ihr entweder dann von Hand mit dem Messer schneiden oder aber ihr sortiert sie gerade aus. Die Kartoffeln, die kommen jetzt auf ein Sieb und das Sieb steht auf der Schüssel, in der wir nachher auch den Teig rühren. So. Dann drücken wir die Kartoffeln etwas aus. Dann lassen wir die geriebenen Kartoffeln gerade noch ein bisschen stehen. So. In der Zwischenzeit könnt ihr euch dann abwiegen. Also auf 500 Gramm Kartoffeln habe ich jetzt eben eine Zwiebel gehabt. Die hat so 40, 50 Gramm. Dann 25 Gramm Mehl, wobei das Mehl hängt davon ab, wie stark ihr die Kartoffeln auspresst. Die wässern danach auch noch ein bisschen nach. Das heißt, es kann sein, dass ihr noch ein bisschen mehr Mehl geben müsst. Und dann habe ich hier noch 3 Gramm Backpulver. Dann wird die Masse noch ein bisschen fluffiger und luftiger. Und dann habe ich noch ein Ei. Zum Würzen verwende ich Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Muskatnuss habe ich jetzt sogar eine Reibe. Wenn ihr keine Muskatnuss wollt, dann könnt ihr die auch rauslassen. Die ist jetzt nicht zwingend notwendig. So. Gut, die Kartoffeln sind jetzt abgetropft. Und jetzt haben wir hier in der Schüssel einmal das Kartoffelwasser und unten hat sich die Stärke abgesetzt. Die Stärke brauchen wir, die kommen nämlich mit rein. Deswegen schütte ich jetzt gerade das Wasser ab und dann bleibt die Stärke drin. Und in die Schüssel mit der Stärke geben wir jetzt unsere Kartoffeln wieder zurück. Und dann würzen wir das Ganze eben. So, dann kommt das Mehl und das Backpulver dazu. Und das Ei. Und das Ganze verrühren wir jetzt zu einem Teig. Wenn ihr die Reibekuchen übrigens aufheben wollt, also 1-2 Tage höchstens, länger würde ich sie nicht aufheben, oder wenn ihr sie selber verkaufen wollt auf dem Weihnachtsmarkt, dann empfehle ich euch Kartoffelweiß reinzumachen, dann bleibt die Masse schöner erhalten und die werden nicht braun. So, dann können wir schon mal die Pfanne anmachen. Etwa auf 3/4 der Stärke, nicht voll aufdrehen, sonst wird es zu heiß. So, dann brauchen wir Öl. Also ihr könnt entweder Pflanzenöl wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl nehmen, ihr könnt aber auch Butterschmalz verwenden, das bleibt euch überlassen. Und sobald das Fett heiß ist, kommen die Reibekuchen rein. Ich habe mir dafür 2 Löffel genommen. So. Und dann darauf achten, also ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, wenn die Reibekuchen nicht ganz gleichmäßig sind, also unterschiedlich hoch, unterschiedlich geformt, denn dann werden sie irgendwie am knusprigsten. An den Stellen, wo sie eben etwas dünner sind, sind sie richtig schön knusprig und an den Stellen, wo sie etwas dicker sind, sind sie saftig. Also somit habe ich dann
beides, was ich eigentlich an so einem Reibekuchen liebe. Gut, und jetzt lassen wir sie schön goldgelb ausbacken. So, und sobald die Reibekuchen außenrum schon schön goldgelb braun sind, drehen wir sie um. Aber Vorsicht, immer vom Körper wegdrehen. So. Jetzt lassen wir sie von der anderen Seite auch noch anbacken. So, und sobald sie fertig gebacken sind, lege ich sie auf den Küchenkrepp, dass das überschüssige Fett ein bisschen abgesaugt wird, weil wenn sie zu fettig sind, das ist dann nicht so gut. Manche mögen es fettig, ich lege die dann lieber auf den Küchenkrepp. So, und dann können schon die nächsten in die Pfanne. So, meine zweite Ladung Reibekuchen ist jetzt in der Pfanne. Aus der Masse bekommt ihr ungefähr 2 bis 3 Portionen, je nachdem wie viel Hunger ihr habt. Dazu empfehle ich euch Apfelmus, es geht aber auch Zucker oder Ahornsirup. Was auch sehr gut geht, er passt gut zu gebeiztem Lachs oder allgemein in der Vorspeise kann man ihn auch sehr gut verwenden. Also von daher könnt ihr die sehr vielfältig verwenden. So, jetzt wünsche ich euch noch eine gute Adventszeit. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen!